des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Am Abend des heutigen Tages, da dürfen wir uns wieder verbunden wissen, verbunden in der Feier der Eucharistie. Ich weiß von vielen, dass sie gerade wieder zu Hause zusammensitzen, im Kreis der Familie, innehalten und dass wir auf diese Weise die heilige Messe miteinander feiern dürfen. Wir dürfen den heutigen Tag vor Gott hintragen, ein Tag, wo wir in der Natur die Frühlingssonne spüren konnten, das Grün, das von Tag zu Tag mehr wird, das Staunen über die Schöpfung, das Staunen über das Wunder des Lebens. Gleichzeitig sind es aber auch Tage, wo wir in ungewissen Zeiten unterwegs sind, wo wir nicht wissen, Coronavirus, was wird nächste Woche sein. Und so dürfen wir wieder voll Vertrauen all diese Sorgen und Anliegen Gott hintragen, dürfen füreinander beten, in besonderer Weise für die erkrankten Menschen beten, dass sie Kraft bekommen für den Weg der Genesung. Wir dürfen auch unseren lieben Verstorbenen Platz und Raum geben, der Feier der Eucharistie. Menschen, die wir in unseren Herzen tragen und die Spuren ihrer Liebe in unseren Herzen hinterlassen haben. Wir beten heute in der Intention für Christian Malletz, für alle Menschen, an die ihr selbst gerade denkt und die ihr im Herzen trägt. So dürfen wir uns vor Gott hinstellen mit unserem ganzen Leben, so wie es ist, den Sonnenseiten und den Schattenseiten, den Kyrie, da dürfen wir von Neuem sein Erbarmen, seine Liebe erfahren. Barmherzige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns unsere Schwächen und Fehler nach. Er nehme uns an der Hand, begleite uns auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben aus menschlicher Schwachheit gefehlt und können aus eigener Kraft dem Netz der Sünde nicht entrinnen. Komm uns in deiner Güte zu Hilfe und befreie uns von aller Schuld. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der vielen, Grauen ringsum, zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heere
prüft den Gerechten. Er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihnen erleben, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mein Rufen. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mein Rufen. Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke. Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mein Rufen. Ich rufe, der Herr sei gepriesen und ich werde von meinen Feinden gerettet. Mich umfingen die Fesseln des Todes. Mich erschreckten die Fluten des Verderbens. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mein Rufen. Die Bande der Unterwelt umstrickten mich. Über mich fielen die Schlingen des Todes. In meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mein Rufen. Aus seinem Heiligtum hörte er mein Rufen. Mein Hilfeschrei drang an sein Ohr. Er führte mich hinaus ins Weite. Er befreite mich, denn er hatte an mir gefallen. In meiner Not rief ich zum Herrn und er hörte mein Rufen. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. Du hast Worte des ewigen Lebens. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht.
Aber wenn ich sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn festnehmen, er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und dort blieb er. Viele kamen zu ihm, sie sagten, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Familien, liebe Brüder und Schwestern, die ihr von zu Hause aus diesen Gottesdienst mitfeiern. Die heutigen Schriftstellen, sie laden ein zum Nachdenken, sie laden ein zum Innehalten und vor allem auch, sie laden ein, dass wir wieder mal den Weg in unser Inneres, in das Herz gehen. Wenn wir auf die alttestamentliche Lesung hinschauen, dann begegnen uns dort erstaunliche Bilder. Es begegnen uns da Bilder, wie Gott rettet, wie er an unserer Seite steht und vor allem auch, wie er in das Herz des Menschen blickt. Gott, er kennt uns, er kennt dich und er kennt mich. Er kennt schon das Wort, das über unsere Lippen kommt. Er kennt unsere Gedanken, unser Fühlen, der Lebensplan Gottes für uns. Da dürfen wir staunen, was Gott uns bereithält auf den Wegen des Lebens. Für mich selbst war es heute so ein besonderer Tag, so wie viele fleißige Helferinnen und Helfer, die heute und morgen in unserem Pfarrgebiet das Weihwasserfläschchen vor die Wohnung und Häuser stellen und dazu das Gebetskärtchen für die Palmsegnung und für die Speisensegnung zu Ostern. Da haben sich heute einige Gespräche über den Gartenzaun ergeben, Gespräche, die das Herz berührt haben. Es sind Momente, wo man einfach staunen darf. Ich durfte heute auf diesem Weg, ob hier durch Maria Rhein oder durch Göltschach oder auch durch die Stadtpfarre Ferlach, erfahren, dass der Glaube für viele unendlich wichtig ist. Einige haben dieses Weihwasserfläschchen heute aufgehoben, so ob es Gold wäre. Da erleben wir in diesen Tagen, wie unterschiedlich auch Wege sein können, aber eines, das bleibt. Wir dürfen gemeinsam aufschauen, den Himmel. Wir dürfen gemeinsam beten. Wir dürfen gemeinsam unsere Anliegen vor Gott hintragen. Und das tut gut in dieser Situation, zu wissen, da ist einer über uns, der segnen, seine Hände ausbreitet. Da ist einer über uns, der das Unmögliche möglich macht. Da dürfen wir, wie gesagt, Staunende sein. Wenn wir ins Evangelium hineinschauen, da wird dann die Begrenztheit des Irdischen sichtbar. Es heißt da, sie wollten Jesus festnehmen, sie wollten ihn steinigen, weil er
diesen Auftrag gelebt hat, den ihm der himmlische Vater in seine Sendung mitgegeben hat. Das war für die Leute nicht begreifbar und auch nicht fassbar. Es gibt so vieles zwischen Himmel und Erde, wo alle irdischen Erklärungen fehlen. Und da dürfen wir sagen, hier wirkt Gott. Er wirkt eben durch die Sendung Jesu Christi. Er wirkt aber auch durch jeden und jede einzelne von uns. Denn nicht nur der menschgewordene Gott Jesus Christus hatte eine Sendung, sondern auch wir. Wir alle sind gesandt, das Evangelium zu hören, das Evangelium zu leben und so dem geschriebenen Wort ein Gesicht zu geben. Zwar nicht irgendeines, sondern das je eigene. So sind wir in diesen Tagen wieder besonders gerufen, in das Evangelium hineinzuschauen, das Evangelium zu leben. Die Zusage Gottes, er ist dabei, er ist über uns und gleichzeitig in uns. Gott, wir stehen da vor dir, oft auch in Sprachlosigkeit, wo Worte fehlen. So dürfen wir uns einen Moment der Stille schenken und all das, was wir im Herzen tragen, was wir Gott anvertrauen möchten, hineinlegen in die Hostienschale. Er wandelt nicht nur das Brot des Lebens, er möchte auch uns und unsere Herzen verwandeln. Wir bringen in Not und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart in österlichen Macht. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht und bitten dich, wandle du es, dass es für uns zum Brot des Lebens werde. Wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart in österlichen Macht. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht und bitten dich, wandle du ihn, dass er für uns zum Kelch des Heiles werde. Wir bringen in Brot und Wein unsere Welt zu dir. Du schenkst uns deine Gegenwart in österlichen Macht. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, gib, dass wir den Dienst an deinem Altar würdig vollziehen und durch die immer neue Teilnahme am Opfer deines Sohnes unser ewiges Heil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
ganz über den Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn das Leiden deines Sohnes wurde zum Heil für die Welt. Seine Erlösungstat bewegt uns, deine Größe zu preisen. Im Kreuz enthüllt sich dein Gericht, im Kreuz erstrahlt die Macht des Retters, der sich für uns dahingab, unser Herr Jesus Christus. Durch ihn loben dich deine Erlösten und vereinen sich mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Singt heilig, 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 ist Gott in Herrlichkeit. Erfüllt sind Erd und Himmel in alle Ewigkeit. Gelobt sei der da kommt, im Namen unseres Herrn. Hosanna in der Höhe, Lob singt vom Geist dem Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens, den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu sein und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde, vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Josef und mit allen Bischöfen, mit unseren Priestern und Diakonen, mit unseren Ordensleuten, Akolyten und Seminaristen, mit allen Frauen und Männern,
die du zum Dienst in die Kirche und in die Gemeinschaft gerufen hast. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. So beten wir heute im Besonderen für Christian Malletz und an all eure lieben Verstorbenen, an die ihr zu Hause gerade denkt. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So darf ich uns einladen, besonders euch zu Hause, dass wir alle Anliegen hineinlegen in das verbindende Gebet der Christenheit, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus, er hat seinen Jüngern den Frieden zugesprochen. Diesen göttlichen Frieden, den dürfen auch wir von Neuem empfangen, miteinander teilen und vor allem miteinander leben. So sei der Friede des Herrn allezeit mit euch. Und mit deinem Geist schenken wir uns ein Zeichen der Zuneigung und des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das gebrochene Brot, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Schenken wir uns im kostbaren Moment der Stille in geistlicher Weise die Kommunion zu empfangen, Christus von Neuem in uns aufzunehmen.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns in diesem Mahl die Gabe des Heils geschenkt. Dein Sakrament gebe uns Kraft in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich danke euch zu Hause für das Mitfeiern der Heiligen Messe, für die Verbundenheit, die wir in diesen Tagen auf diese Weise erfahren dürfen. Ich darf schon herzlich einladen, morgen Abend um 18 Uhr wird der Gottesdienst wieder hier aus der Wallfahrtskirche übertragen. Schon die Vorankündigung für den Palmsonntag, nachdem ja Palmsegnung, alles, was dazugehört, heuer nicht möglich ist, übertragen wir um 10 Uhr am Palmsonntag im Gottesdienst dem vertrauten Bild aus dem Altarraum hier in Maria rein. Und da wird es dann auch, werde symbolisch Palmzweige segnen. Die Leute in unseren Pfarren, wo ich zuständig bin, haben heute und werden morgen noch Weihwasser und Segenskärtchen bekommen. Da lade ich einfach zur Mitfeier im Internet ein und dann zu Hause, auch wenn ich hier segne, dann die Palmzweige zu segnen. So darf ich euch noch einen Gedanken mitgeben, den heutigen Abend und den morgigen Tag. Ich freue mich, wenn wir morgen Abend wieder auf diese Weise verbunden Heilige Messe feiern dürfen. Hoffnungsvolle Schritte wünsche ich dir, getragen von der Achtsamkeit, die Gottes Segen erfahren lässt. Vertrauensvolle Begegnungen wünsche ich dir, heilende Momente des Aufatmens, die Gottes Segen spüren lassen. Glückliche Stunden wünsche ich dir, die auch dem Unglücklichsein in deinem Leben Platz lassen, damit du echter Mensch wirst durch Gottes Segen in all deinen Beziehungen. So bitten wir ihn, Gott, um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Die Fürsprache unserer Gnadenmutter hier in Maria Rhein segne, behüte, begleite und bestärke euch, eure Familien, alle Menschen, für die wir beten und die wir im Herzen tragen. Er, der Gott des Lebens und der Liebe, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben wir in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.